Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Es gibt einige News, beziehungsweise ist gestern ein neuer Changelog rausgekommen, und zwar allgemeine Anpassungen zum Changelog 28.5, und dort möchte ich heute einmal ganz kurz das Wichtigste mit euch durchgehen. Und zwar fangen wir direkt an mit den Taten und Titeln. Bei der Tat Plüschkrawall verliert ihr nicht länger den Fortschritt, wenn ihr an eurem Gegner scheitert. Bei der Tat Einer für alle erhaltet ihr nur noch für Angriffe Fortschritt. Ja. Vorher hatte man dort auch immer Kämpfe verloren, hatte ja, ziemlich auch Probleme gehabt da mit den Pets, muss ich sagen. Bin da jetzt momentan bei 14. Aber so richtig weiter kommt man da irgendwie auch nicht, ja, weil man dann auch wieder einiges verliert, gerade wenn man die Pets vervollständigt hat, hat halt jeder irgendwie so, ja, kämpft halt jeder gegen die gleiche Stärke. Einige Probleme mit dem Push-Benachrichtigen wurden behoben. Das Pop-up zur Information für anstehende Fusion wird nur noch einen Tag pro Welt angezeigt. Genau, Druide nutzt jetzt magische Projektile anstatt Schläge mit dem Schwert. Ne, das sind so Kleinigkeiten auf jeden Fall. Dann haben wir als nächstes ein neues Solo-Ranking, was dem Hellevator hinzugefügt worden ist. Zeige ich euch gleich. Endbelohnungen im Hellevator werden jetzt nach Ablauf des Events an eure Post geschickt. Das kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Die Stadtwache ist jetzt ab Level 12 zugänglich. Ja, einige Questgeber wurden neu positioniert, und die Aufgabenliste im Tutorial wurde angepasst. Dann ja, haben wir noch ein paar Verbesserungen hier. Der Waschen-Button wird jetzt im Interaktionsmenü angezeigt. Im Rechtsklickmenü zählt der Counter bei Opfern und Schmied nun von 0 bis 5 hoch. Ihr könnt jetzt die Chance auf Items bei legendären Dungeon direkt einsehen. Gucken wir uns auch gleich an. Ich hab noch ein paar Bilder aus dem Update-Video rausgenommen. Du kannst jetzt die prozentuale Chance sehen, einer bestimmten Edelstein oder einen bestimmten Edelstein in der Edelsteinmine zu erhalten, was auch ganz nice ist. Du kannst jetzt die prozentuale Chance für legendäre Edelsteine in der Bibliothek der Akribie sehen. Finde ich auch sehr cool. Geht ja bis zu 20% hoch. Ja, und viele haben hier immer die Chance so mäßig von hier oben als legendäre interpretiert, aber das ist ja der Füllstand der Legendaries und nicht die Anzahl oder beziehungsweise nicht die Chance auf die ja, orangen Edelsteine. Dann ist jetzt der VIP-Pass für andere sichtbar, haben sich auch einige gewünscht. Also wenn ihr jetzt hier irgendwo in der Ehrenhalle seid und ihr guckt hier ein bisschen durch, dann könnt ihr hier sehen, ob jemand den VIP-Pass aktiv hat gerade im Moment. Ihr könnt jetzt die 30 FPS-Begrenzung in den Einstellungen auf 60 anheben, auf Android und iOS. Und dann haben wir einmal die Pins wurden der Taverne hinzugefügt. Ist ein bisschen anfängerfreundlicher wohl gemacht worden. Also diese Pins sind halt das, was hier über diesen Gebäuden ist. Das gibt es jetzt auch hier bei den Questgebern. Ja, kann man aber auch in den Einstellungen ausstellen. Ist eher so wirklich für Anfänger. Ich werde es ausstellen, weil mich würde es nerven, hier in der Taverne auch hier noch diese Pins hier drüber zu sehen. So hier, das ist der Tavernenwirt, das ist die Stadtwache, das ist der Hütchenspieler und Questgeber und so. Das, ne, also wie hier halt der Pilz und hier das Ding. Ne? Also ja, muss ich jetzt in der Taverne nicht unbedingt haben. Die Generation von Items wurde angepasst, sodass Items mit geringerer Qualität auch schlechtere Werte haben. Ja, das ist ganz gut. Zum Anfang hat man gerade das Problem, dass man irgendwie, keine Ahnung, eine 10er Aura hat und nur eine 1er Aura findet oder so. Da wurde das ein bisschen angepasst, dass man da ein bisschen schneller vorankommt, gerade im Early Game. Ja, verkürzte Animation im Schmied-Tab, Anpassung wurde korrigiert. Der Erfolg modebewusst funktioniert jetzt korrekt auf dem Pestdoktor. Und dann noch, genau, F9 alter Client. Ja, da haben wir dann ja, eigentlich die Nachrichten wie immer auf F9 gesondert, dann nochmal ein bisschen verzögert, beziehungsweise halt eben gesondert, besser gesagt. So, jetzt hatte ich noch ein paar Bilder hier aus dem Video noch rausgenommen. Und zwar sehen wir hier einmal, wurde auch unter anderem neben den Changelog hier, der hier zu sehen ist, hier wurde das nicht erwähnt in dem Changelog, wurde schon eine Ankündigung gemacht. Und zwar ist es nun offiziell, wann der Legendary startet. Und zwar am 19.
12. Ja, das steht im Changelog nicht, wurde aber im Video offiziell erwähnt. Der ein oder andere von euch hatte das ja auch schon geahnt, dass das dieses Datum sein wird. Und somit, ich werde es nochmal gesondert in einem Video nochmal erwähnen, aber dass ihr es heute hier schon mal gehört habt, somit startet der 48 Stunden Legendary Dungeon Stream am 18. Ja, am 18. um 15 Uhr geht's los. Da startet dann der LD Zero Death Run Stream und dort werden wir dann versuchen, innerhalb von 48 Stunden die Zero Death Run Trophäe zu erlangen. Und das heißt, wir müssen innerhalb von 48 Stunden 6 Zero Death Runs machen. Und da wird der 48-Stunden-Stream von Donnerstag 15 Uhr bis Samstag 15 Uhr gehen. Das sind dann genau 48 Stunden. Falls wir länger brauchen, dann wird es auch noch länger gehen am Samstag. Ja, und dann muss ich die Woche darauf gucken, wie ich dann Zeit habe. Und falls wir das nicht hinkriegen sollten, direkt in den 48 Stunden, dann werde ich die Woche darauf halt eben schauen, wie ich Zeit habe und jede einzelne freie Minute auch aufopfern, um halt eben zu streamen und diese Trophäe halt eben zu bekommen. Das ist so das, was ich innerhalb der 10 Tage auf jeden Fall schaffen will. Ja. Genau, und wir haben ja einmal schon wie gesagt, das Bild, was das Thema so ein bisschen beinhaltet vom LD, beziehungsweise ist das Thema tatsächlich unverändert. Wurde auch so kommuniziert, also wir haben den Winter Legendary Dungeon mit 3 neuen legendären Gegenständen. Das bleibt so, wie es ist, ja, aber der Trailer hätte jetzt darauf hindeuten können, dass das Design sich ändert. Allerdings, ist es wohl dasselbe Design wie sonst beim Legendary Dungeon, beziehungsweise diesen einen Legendary Dungeon, den wir schon mal zum Winter hatten, wo man so über diesen Weihnachtsmarkt und sowas rüber muss. Das hatte ich so ein bisschen anhand von einem kleinen anderen Ausschnitt im Video gesehen, dass es eventuell dieser LD sein könnte. Ich persönlich würde es aber auch sehr cool finden, wenn wir mal so ein Pixel-Thema haben würden, weil ich bin ein sehr großer Fan von dieser Retro-Grafik tatsächlich. Das finde ich sehr, sehr nice. Sorry, und ich bin gespannt, was es mit dieser Pixel-Grafik hier so auf sich hat. Finde ich absolut nice, auf jeden Fall. Gefällt mir sehr gut und könnte ich mir auch ein ganzes Dungeon-Thema so vorstellen. Jetzt deutet es darauf hin, dass einzig und alleine der Trailer so Pixel-Grafikmäßig so designt wird, aber ja, warten wir einfach mal ab. Ne? Dann sehen wir hier als nächstes die Fundchance auf die Waffen, ja, beziehungsweise generell wurde sich ja der Wunsch geäußert, dass das ganze System ein bisschen übersichtlicher gemacht wird. Problem dabei ist, was schon in der Community aufgekommen ist, das System wurde jetzt übersichtlicher gemacht. Das heißt, man sieht jetzt, wie man welche Drop-Chancen hat, aber die Leute beschweren sich halt eben über das grundsätzliche Problem, wie halt eben dieses System funktioniert. Ja? Also jetzt wird es quasi noch visualisiert, wie halt eben diese Chancen sind, aber die Chancen, haben halt vorab schon einige nicht gefreut, so beziehungsweise dieses System war halt schon so sehr unübersichtlich. Jetzt hat man es damit versucht, so ein bisschen zu fixen und hat halt trotzdem immer noch diese Bad Luck Protection hier oben so, ne? Also das System an sich hat sich nicht geändert, aber man sieht es jetzt visuell. Genau, dann haben wir hier einmal den Elevator und hier sehen wir jetzt halt eben noch eine zusätzliche Zahl und zwar diese hier und das ist dann nochmal die eigene, also es gibt jetzt halt eben nochmal eine eigene Rangliste für die eigenen Höllenmarken neben dem Höllenmarken, die halt eben von der Gilde insgesamt zusammengeschürft worden sind. Ja, da bin ich gespannt, wie sich das dann auch nochmal äußern wird. Aber hier so sieht es auf jeden Fall dann erstmal schon mal aus. Und das war's. War's das? Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Ja, das war's tatsächlich. Aber das eine Bild hier da wollte ich nochmal drauf eingehen hier. Und zwar sehen wir hier im Hintergrund ja den neuen Legendary Dungeon, beziehungsweise halt den Winter-LD. Und was ich meinte, man kann schon so ein bisschen erkennen, welcher das sein wird, beziehungsweise welchen wir auch in der Vergangenheit gehabt haben. Ich gehe von aus, dass dieses Bild hier
das sein wird, in dem auch der LD spielen wird. Und hier haben wir zum Beispiel dieses Hintergrundbild, das ist mir halt aufgefallen, mit hier diesen Schildern an der Seite so. Ne? Da war hier Login, Passwort und Name und sowas. Und dieses Design von dem Legendary Dungeon, wenn man quasi so auf der Übersichtsseite ist, das Overlay, ne, wenn man zwischen den Räumen gerade ist so. Dieser Hintergrund war halt eben der Hintergrund gewesen, welchen ich halt sehr gut fand, soweit ich mich noch recht erinnern konnte. Halt, wie gesagt, der winterliche Legendary Dungeon, wo man halt über den Weihnachtsmarkt und sowas geht und wo halt so Schnee fällt und der halt sehr viel Details auch hatte. Also der hatte mir mit Abstand am besten gefallen, wenn es halt wirklich der ist. Aber ich glaube schon, dass es der ist, auf jeden Fall. Und ja, den fand ich von allen LDs bisher am besten, tatsächlich. Ja, letztes Jahr zum Winter war der nicht, aber das Jahr davor zum Winter kam der raus. Letztes Jahr zum LD war noch irgendein anderer Weihnachts-LD. Jetzt haben wir hier wieder den, der mir so gut gefällt. Zumindest nehme ich das an, aufgrund dieses Bildes so, ja, und dann werden wir es sehen. Und damit sehen wir auch, dass wir halt wieder diesen Winter-LD haben und halt nicht irgendeinen neuen mit einer Pixel-Grafik oder so. Aber vielleicht kommt das noch. Also ich würde es mir wünschen, es wäre auf jeden Fall ein cooles Thema, ja. Ansonsten war es das soweit erstmal mit den News. Wie gesagt, ich werde das Ganze halt nochmal gesondert ankündigen, wenn es dann nachher so in die heiße Phase geht. Jetzt haben wir ja noch über eine Woche Zeit, was das angeht. Deswegen, ja, zum Legendary Dungeon Stream gibt es da dann nochmal ein extra Video. Gut, aber das soll es erstmal soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.